Cloudy 666. Für genauere Informationen zum Video oder der Geschichte von Cloudy 666 lesen Sie bitte die Videobeschreibung, die Packungsbeilage oder fragen bei Ihrem Schwarzmetaller des Vertrauens nach weiterer Auskunft. Hallo, meine schwarze Seele. Hallo! Wie ihr vielleicht noch wisst, haben mir meine Eltern Hausarrest gegeben, weil ich mich auf dem Satanistenkonzert von einem berühmten Sänger entjungfern lassen. Aber ich habe herausgefunden, dass mir meine Eltern gar keinen richtigen Hausarrest geben können, weil ich ja auch noch in die Schule muss. Das hat Melita und mich sehr gefreut, sonst hätten wir uns nicht mehr zu unseren geheimen Sektentreff treffen können, wo wir zusammen rauchen und Gedichte schreiben. Bei unserem letzten Treffen ist der Melita eine super Idee eingefallen. Sie hat gesagt, wir könnten selber eine Black Metal Band gründen. Und dann ein Konzert geben und dann würden uns alle Satanisten verehren. Ich halte das für eine gute Idee. Darum haben wir uns überlegt, wie wir das machen könnten. Die Melita hat gesagt, dass sie Gitarre spielt, aber nur akustische. Und singen kann sie auch und auch Text schreiben. Mir ist auch gerade ein Name für die Band eingefallen. Sie soll Black Satan heißen. Und unsere erste CD wird 666 Hymns to Satan heißen und wird an Satan gewidmet sein. Die Melita sagt, wir werden sicher berühmt und in die Charts kommen. Ich werde Schlagzeug spielen. Als Proberaum nehmen wir mein Zimmer. Am Wochenende haben wir keine Schule. Darum haben wir uns in meinem Zimmer versammelt. Die Melita hat ihre Gitarre und ein richtiges Mikrofon mitgebracht. Und ich habe mir selber eine Trommel gebastelt, weil ich kein Geld für das Schlagzeug habe. Dann haben wir uns das erste Lied geschrieben. Es heisst Black Vampire und das geht so. Black Vampire of the night, you die in the light. You live in my heart is dark. Black Vampire of the night, you are Satan's bride. You live in me, Satan's heart I want to be. Die Melita spielt dazu Gitarre und singt ganz schön hoch, wie die Frauen das eben machen bei richtigem Black Metal. Wir hätten gerne noch jemanden, der Keyboard spielt, aber ausser uns gibt es leider keinen Satanist in unserem Alter. Darum hat Melita gesagt, sie wird für die ganzen Intros Blockflöte spielen. Die Mami war richtig froh, dass wir mal etwas Sinnvolles machen. Aber sie weiss ja nicht, dass wir böse Musik machen und dass all unsere Texte am Satan gewidmet sind. Satan! Schon bald haben wir ganz viele Lieder geschrieben. Wir haben mit einem Kassettenrekorder alles aufgenommen und dann haben wir ein schönes Cover gebastelt mit einer nackten Frau und einem verkehrten Kreuz und vielen Pentagrammen mit 4 Sechser drauf gemalt. Die Melita sagt, so eine Kassette heisst Demo und das muss man dann an einer Plattenfirma schicken. Mir ist aber keine Plattenfirma eingefallen, die solche Musik macht. Darum sind wir auch beide ganz traurig gewesen. Aber irgendwie wissen wir trotzdem, dass wir es mit Satans Hilfe schaffen werden, dass die ganze Welt uns verehrt. Am 5 hat Melita wieder heim müssen und ich bin wieder ganz allein in meinem Zimmer gsi. Ich habe viel nachgedacht. Und damit der Satan uns Kraft für unsere Band gibt, habe ich ein Ritual gemacht, was ich sogar selber erfunden habe. Bei diesem Ritual betet man zuerst 3-mal den Spruch «Satan ist gross, Satan ist stark, meine Seele in seiner Macht». Und dann sagt man das Ganze nochmal rückwärts auf.
Dann schaut man ganz lang in den Spiegel und dann sieht man, wie dort der Satan erscheint. Dann bringt man am Satan ein Opfer. Ich habe mir extra mit einer Nadel in den Finger gestochen und ein paar Tropfen von meinem Blut am Satan geopfert. Jetzt ist er besänftigt und das mit der Band wird sicher funktionieren. Außerdem werde ich jetzt ein Buch mit meinem ganzen Ritual schreiben. Und dann werde ich ganz viel Geld damit verdienen. Es wird die satanistischen Rituale der Priesterin Claudi 666 heißen. Heil Satan, eure Claudi 666.